Gibt es wirklich einen Massenexodus der Millionäre, der Reichen aus Deutschland? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns noch einmal in diesem Video detailliert auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du aus Deutschland auswandern möchtest, weil dir die Steuern zu hoch ist und die Freiheit immer weiter beschnitten wird und dir überlegst, nach Dubai auszuwandern, dann lade ich dich ein zu unserem Auswandern nach Dubai-Seminar. Eine intensive 5-tägige Erlebnis- und Seminarreise. Dort besprechen wir alles, was man zum Thema Dubai und Steuern besprechen muss. Erstmal die ganze deutsche Seite: Wegzugsteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Entstrickungsbesteuerung, beschränkte Steuerpflicht etc. pp. Und dann natürlich alle Themen, die auch in Dubai wichtig sind: Einkommensteuer, die 9% Körperschaftssteuer. Wie kann ich diese vielleicht vermeiden? Firmengründung, dann auch ganz konkrete praktische Themen: Schule, Gesundheit, Wohnungskauf. Natürlich goldenes Visum in Dubai. Wie kann Dubai zum Beispiel auch ein guter Plan B für mich sein, wenn wir uns die geopolitische und finanzielle Situation in Deutschland und der EU anschauen? Und dann wirst du natürlich auch Dubai hautnah erleben. Wir machen eine Wüstensafari, wir machen einen Ausflug nach Abu Dhabi und haben auch andere tolle Erlebnisse mit eingeplant. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Termine auf unserer Webseite, Link dazu hier in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ingo hat uns geschrieben und Ingo hat uns ein Video geschickt, und in diesem Video wird diskutiert, ob es wirklich so ist, dass so viele Millionäre, so viele Reiche, so viele Leistungsträger Deutschland verlassen. So gefühlt muss man natürlich sagen, auch gerade wenn du in meiner Position bist, hat man den Eindruck, dass immer mehr wohlhabende, immer mehr erfolgreiche Unternehmer, Freiberufler, Investoren Deutschland verlassen. Aber lässt sich das tatsächlich auch durch Statistiken belegen? Du hast ja vielfältige Presseberichte wahrscheinlich gesehen, aus denen hervorgeht, dass es einen Massenexodus von Millionären aus Deutschland gibt und auch aus anderen Ländern. Auch UK ist ja ganz besonders betroffen gewesen. Und diese Berichte greift dieses Video auf, was Ingo uns hier zugeschickt hat. Hier noch übrigens ein kurzer Hinweis. Ingo, vielen Dank für die Zusendung. Und ich möchte auch allen anderen sagen, wenn ihr interessante Themen habt, die wir hier mal besprechen sollen, dann lasst es uns wissen. Auf unserer Webseite, wenn du runterscrollst zur Fußzeile, dort gibt es eine E-Mail-Adresse oder aber auch ein Formular, wo du ein Thema und einen Gast vorschlagen kannst. Fast alle Videos auf diesem Kanal haben ihren Ursprung in einer Anfrage aus unserer Community und dann natürlich auch aus der Beratungspraxis. Also schick uns gerne deine Vorschläge zu. Wir freuen uns sehr darüber. Wir schauen jeden Vorschlag an. Wir können natürlich nicht zu jedem Vorschlag ein Video machen, aber wenn es so ein interessantes Thema ist wie das, was Ingo uns hier vorgeschlagen hat, dann machen wir das natürlich gerne. Also Ingo, nochmals vielen Dank für die Zusendung. Zurück zu dem Video, was wir gesprochen haben. Also wie gesagt, hier wird auf einen Bericht der Firma Henley & Partners in der Schweiz hingewiesen, nämlich der Henley Private Wealth Migration Report 2025. Henley & Partners hat eigentlich eine sehr gute Reputation. Sie helfen Mandanten, ähnlich wie wir, dabei, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten, ihre steuerliche Situation im Ausland zu optimieren, Aufenthaltstitel im Ausland zu bekommen und eben auch einen Plan B zu etablieren. Dieser Report wird schon seit Jahren veröffentlicht und wird dann eben auch vielfach hier zitiert, auch zum Teil im Kontext politischer Diskussionen, wo man dann Politikern vorwirft, dass sie zu wenig für Deutschland oder eben für eins der anderen Länder tun. Ich will dir mal eben eine grafische Aufbereitung dieses Reports hier zeigen. Das ist eine X-Grafik, die ist jetzt nicht besonders gut, muss ich sagen, aber sie veranschaulicht im Grunde genommen, was der Henley & Partners Report darstellt. Also der Henley & Partners Report ist eine Prognose. Er prognostiziert also, dass im Jahr 2025 9.800 Millionäre nach Dubai umziehen, 7.500 in die USA, 3.600 nach Italien, 3.000 in die Schweiz und so weiter und so fort. Und dann sehen wir hier die negativen Bewegungen. Insgesamt sagt er also, 15.500 werden Großbritannien verlassen, China 7.800, Indien 3.500 und irgendwo taucht hier auch Deutschland auf mit 400. Ich habe ja diesen Bericht schon an anderer Stelle besprochen, in anderen Videos, und ich habe keine besonders gute Meinung darüber. Henley & Partner hat hier leider irgendeine Klitsche, eine Garage in Südafrika beauftragt, diesen Report aufzubereiten. Meiner Meinung nach sind die Daten nicht sehr glaubwürdig. Man hat hier alle möglichen Daten zugrunde gelegt, zum Beispiel die von Umzugsunternehmen, die internationale Umzüge organisieren.
Denn wie auch sonst sollte man solche Daten wirklich erheben. Es gibt ja nicht wirklich Möglichkeiten. Ich habe das Ganze auch schon mal detailliert besprochen und warum ich nichts von diesem Bericht halte. Das habe ich auf meinem persönlichen Blog gemacht. Das blende ich jetzt mal eben hier ein. Ist auf Englisch geschrieben. Ich packe dazu einen Link zu diesem Artikel auch in die Beschreibung dieses Videos. Das Video, das Ingo uns geschickt hat, greift also diesen Report auf und stellt eben den Report auch in Frage. Und da gehe ich natürlich voll d'accord. Leider muss man sagen, dass das Video, das Ingo uns geschickt hat, natürlich hier auch dann komplett alles durcheinander wirft. Da bezieht sich nämlich dann der Sprecher in dem Video auf eine Statistik des UBS Global Wealth Reports und sagt, dass es in Deutschland 2,6 Millionen Millionäre gibt und davon wandern ja nur 400 ab. Das kann ja nicht besonders viel sein. Da kann man ja nicht von Massenexodus sprechen. Das ist das typische Beispiel für unsaubere Recherche, natürlich schlampige Arbeit. Denn wenn man sich den Global Wealth Report von UBS anschaut, dann sind in dieser Zahl der 2,6 Millionen deutschen Millionäre natürlich vor allen Dingen jene enthalten, die eine Immobilie besitzen. Und die Immobilien sind ja in den letzten 10, 20 Jahren immens an Wert gestiegen. Das heißt, da gibt es natürlich viele Immobilienmillionäre. Henley & Partners sagt aber ganz klar, dass ihre Statistik nur jene Millionäre enthält, die mindestens über $1 Million an liquiden Assets verfügen. Also zum Beispiel Cash oder Aktien, ETFs, Krypto etc. pp. Also hier, Ingo, ist das Video, das du uns geschickt hast, nicht besonders glaubwürdig. Aber grundsätzlich natürlich, auch davon abgesehen, kann man sagen, dass es in Deutschland auch Hunderttausende von Millionären gibt. Ich glaube, die letzte glaubwürdige Erhebung geht davon aus, dass es ungefähr 500.000 Millionäre in Deutschland gibt, die über liquide Assets von mehr als $1 Million verfügen. Und selbst wenn man annimmt, dass davon nur 400 wegziehen, dann ist es ja nicht besonders viel. Man kann hier nicht wirklich von einem Exodus sprechen. Das sagt das Video, was Ingo uns geschickt hat. Also alles nicht so schlimm, meint man dort. Und das ist natürlich tatsächlich eine interessante Frage. Wie ich gerade eben schon angedeutet habe, ist es ja unendlich schwierig, solche Zahlen wirklich zu erheben. Ich habe gerade eben den UBS Global Wealth Index hier angesprochen. Immobilienwerte sind ja noch einigermaßen einfach zu beziffern, aber zu vielem anderen Vermögen existieren keine Statistiken. Wir haben ja auch keine Vermögensteuer in Deutschland. Wie soll ich also wirklich die Daten von Vermögenden erheben, wie viele Vermögende es wirklich gibt und wie viele davon dann Deutschland verlassen haben? Diese werden ja auch nicht von einer steuerlichen Statistik erfasst. Wir kennen ja zum Beispiel die Einkommensteuerstatistik, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber eine Vermögensteuer gibt es in Deutschland bekanntlich nicht, beziehungsweise sie wurde ausgesetzt. Und meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, sind die meisten Millionäre ja verborgene Millionäre. Die wohnen in irgendeinem kleinen Reihenhaus und haben dann in ihren Krypto-Wallets ein paar Millionen an Krypto oder in ihren Depots ein paar Millionen an ETFs und Aktien. Die leben aber ein ganz normales Leben. Die tragen keine Rolex, die fahren kein Rolls-Royce, die sind sparsam, die sind rational, die gehen nicht durch die Welt und zeigen hier groß ihren Reichtum, sondern die sind sehr konservativ. Das trifft tatsächlich für die meisten unserer Mandanten zu. Dann denken wir noch an Leute, die möglicherweise etwas geerbt haben oder vielleicht auch Personen, die eine Abfindung bekommen haben. Und dann wirst du schon sehen, wer eigentlich die wirklichen Millionäre in Deutschland sind. Das sind eigentlich alles Personen, die sind nicht wirklich sichtbar. Und dieser Reichtum taucht eigentlich auch nicht in einer Statistik auf. Daher würde ich grundsätzlich die Frage stellen, kann man überhaupt einen glaubwürdigen Report wie denjenigen von Henley & Partner anfertigen? Früher, muss man sagen, waren keine Daten zu Deutschland in dem Report enthalten. Dieses Mal jetzt das erste Mal. Wie gesagt, hier geht man von 400 Millionären aus, die Deutschland verlassen. Diese Zahl halte ich für völlig unglaubwürdig. Wir sprechen ja in unserer Beratung mit weit mehr als 400 Millionären, die Deutschland verlassen wollen. Natürlich machen es davon nicht alle, aber schon wir alleine sprechen mit Hunderten von Millionären, die Deutschland verlassen. Also die Zahl von 400 kann definitiv nicht stimmen. Die Zahl in England dagegen halte ich wiederum für zu hoch, 16.500. Das kann ich mir schlecht vorstellen aufgrund der gleichen Kriterien, die ich gerade eben gesagt habe, aber alles weitere dann natürlich auch in dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe, kannst du dir ja gerne mal anschauen. Was mir in dem Video gefehlt hat, das Ingo uns geschickt hat, ist im Grunde genommen der Kontext, und der Kontext macht deutlich, wie ernst die Lage dennoch meiner Meinung nach für Deutschland ist. Und darauf
möchte ich jetzt einmal tatsächlich eingehen. So, zunächst mal möchte ich dir jetzt Zahlen der Bundeszentrale für politische Bildung zeigen, und zwar Zahlen aus dem Jahre 2018 zur Einkommensteuerverteilung in Deutschland. So, hier sehen wir, dass ein Zehntel der Einkommensteuerpflichtigen, also das ist nicht ein Zehntel der deutschen Bevölkerung, ja, sondern ein Zehntel der Einkommensteuerpflichtigen 54,8% der Einkommensteuer bezahlen. Das heißt, bei der Einkommensteuerverteilung ist es so, dass die Gutverdiener einen überdurchschnittlich hohen Anteil am Gesamteinkommensteuervolumen des deutschen Staates beitragen, was einen auch nicht wirklich verwundern sollte. Also, wie gesagt, das ist jetzt nur mal die Einkommensteuer. Aber warum ist die Einkommensteuer wichtig? Es gibt ja zum Beispiel in Deutschland viele Personengesellschaften, viele Unternehmen sind auch als Einzelunternehmen organisiert. Die fließen ja alle mit in die Einkommensteuerstatistik mit ein. Wie viel muss man nun also im Jahr verdienen, um zu den Top 10% oder zu den Top 1% in Deutschland bei der Einkommensteuer zu gehören? Hier gibt es eine interessante Erhebung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2024, die will ich dir nun zeigen. Also das ist vom 8. April 2025, also recht aktuell, und hier sehen wir, du zählst also zum Top 1%, wenn du über 213.286 im Jahr verdienst, und du zählst zu den Top 10%, wenn du 97.680 oder mehr im Jahr verdienst. Das sind natürlich schöne, das ist natürlich satte Einkommen, das ist mir natürlich klar, aber bei weitem sind das natürlich keine Einkommensmillionäre. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Verteilung der Einkommensteuer. Das heißt, dieser Personenkreis hier, den ich jetzt hier rot markiert habe, trägt also insgesamt zu über 54% des deutschen Einkommensteueraufkommens bei. Ich möchte mich jetzt aber hier auf die Top 1% konzentrieren, also jene, die gemäß dieser Statistik hier des Statistischen Bundesamtes mehr als 213.000 pro Jahr verdienen. Mir ist klar, dass wir jetzt hier nicht von Vermögen sprechen, ja, also wir reden jetzt hier nicht von Millionären, sondern wir reden jetzt hier von den Top-Verdienern. Insgesamt also 440.000 Personen. Wie gesagt, es gibt viele Millionäre, die bei weitem weniger Einkommen haben als diese 213.000 im Monat. Ich kann ja etliche Immobilien zum Beispiel haben, die nicht vermietet sind. Ich kann ja zum Beispiel Gold haben oder ich kann Aktien haben und ich verkaufe diese Aktien nicht und ich verkaufe dieses Gold nicht. Dann habe ich zwar Vermögen, aber ich habe kein Einkommen. Also hier gibt es definitiv natürlich eine große Diskrepanz. Zum Teil gibt es natürlich auch eine Deckung. Also Unternehmer lassen sich ja oftmals, wenn sie ein erfolgreiches Unternehmen haben, auch ein hohes Gehalt auszahlen. Das heißt, eine gewisse Überschneidung gibt es hier schon, aber keine zwingende Korrelation zwischen hohen Einkommen und hohem Vermögen. Denn auf was ich hinaus will, ist im Grunde die Frage, kommt es wirklich auf die Millionäre an, die Deutschland verlassen? Kommt es eigentlich nicht vielmehr auf jene an, die Einkommensteuer in Deutschland bezahlen? Sind es nicht jene Hochsteuerzahler, die für die öffentlichen Haushalte kritisch sind? Insbesondere jene 440.000 Personen, die über 213.000 Euro verdienen, damit zu den Top 1% gehören, denn sie steuern immer noch alleine in puncto Einkommensteuer über 20% des Einkommensteuervolumens in Deutschland zu den öffentlichen Haushalten bei. Jetzt möchte ich die Statistik zeigen, was die beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen im Jahre 2024 waren. Das sind wiederum Daten des Statistischen Bundesamtes. Das ist die Tabelle. Wie gesagt, hier geht es um deutsche Staatsbürger, die Deutschland verlassen haben. 2024, in welche Länder sind sie gegangen? Hierbei werden die Daten der Einwohnermeldeämter zugrunde gelegt. Wenn du aus Deutschland wegziehst, dann gibst du ja bei der Abmeldung an, wo du hinziehst. Das ist eine freiwillige Angabe. Nur ungefähr die Hälfte aller Auswanderer machen diese Angabe. Das heißt, wir wissen tatsächlich nur zu der Hälfte der Auswanderer, wohin diese wirklich ausgewandert sind. Insgesamt haben 270.000 Personen Deutschland verlassen. Ich habe jetzt diese Tabelle in ein Spreadsheet kopiert, um das Ganze besser darzustellen und möchte dir nun dieses zeigen. Also hier die gleichen Daten. Wir reden von deutschen Staatsbürgern. Wir reden nicht von Personen, die Deutschland verlassen. Also wenn ein Pole Deutschland verlässt und zurück nach Polen geht, dann ist er nicht in der Statistik enthalten. Wir reden von deutschen Staatsbürgern. Zuzüge, Wegzüge. Wegzüge ist das, was interessant für uns ist.
Fast 21.000 sind in die Schweiz umgezogen. Da können wir ja sicherlich davon ausgehen, dass ein großer Anteil der Person, die dahin umgezogen ist, zu den Gutverdienern oder zu den Top-Verdienern gehört, die wir gerade eben hier besprochen haben. Natürlich nicht jeder. Ich kann ja auch als Student in die Schweiz umziehen. Ich kann auch als Rentner in die Schweiz umziehen. Völlig klar. Und wie gesagt, wir haben ja keine verlässlichen Zahlen, aber wir können uns ausrechnen, dass natürlich jene, die als Ärzte, als Banker und so weiter in der Schweiz arbeiten, natürlich zu diesen Top-Verdienern gehören, die momentan in Deutschland leben. 9.307 sind in die USA ausgewandert. Auch dort sind ja die Einkommen sehr viel höher. Dort ist es schwierig, ein Visum zu bekommen, außer man ist nun Spitzenverdiener. Das heißt, das Gleiche würde im Grunde auch für die USA gelten. Viele der Auswanderer, die in die USA umziehen, gehe ich davon aus, gehören zu den Top-Verdienern. Vielleicht zu den Top 1%, vielleicht aber auch zu den Top 10%. Interessant ist aber Platz 15. 2.674 Deutsche sind 2024 in die Vereinigten Arabischen Emirate, vor allem denke ich Dubai, umgezogen. Ich meine, auch hier wissen wir natürlich nicht, wie sich die Einkommen jener verteilen, die dorthin umziehen, aber auch dort ist die Annahme sicherlich nicht falsch, dass Topverdiener nach Dubai umziehen. Gehen wir weiter runter in der Tabelle. Zypern, dazu kann man sicherlich das Gleiche sagen, 1059 Deutsche. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt hier auch nicht spekulieren und wie gesagt, wir haben kein verlässliches Datenmaterial zu den Millionären, die wirklich Deutschland verlassen haben oder auch zu den Topverdienern, die Deutschland wirklich verlassen haben. Aber auf Basis der Statistiken, die ich dir jetzt gezeigt habe, und das sind ja öffentlich zugängliche Statistiken von Behörden, wirst du schon sehen können und erkennen können, dass Tausende Gutverdiener, ob sie nun Millionäre sind oder nicht, Deutschland verlassen. Und wie gesagt, die Top-Verdiener, das sind 440.000 in Deutschland, das Top 1%. Jetzt nehmen wir einmal an, dass jedes Jahr ein paar Tausend davon Deutschland verlassen. Wie viel Steueraufkommen wird hier tatsächlich dem deutschen Staat entgehen? Und jetzt reden wir nur von Einkommensteuer. Nehmen wir mal an, diese Personen vererben dann auch nochmal irgendwann. Da gibt es Erbschaftssteuer. Nehmen wir mal an, diese Personen bauen ein Unternehmen auf. Das heißt, da fällt dann keine Körperschaftssteuer in Deutschland an, keine Kapitalertragssteuer und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will, ist, ein Massenexodus, dass jetzt da Hunderttausende gehen im Jahr, ist gar nicht notwendig, damit der deutsche Staat hier ziemlich beschädigt wird. Damit ziemlich viel an Einkommensteuervolumen verloren geht. Und natürlich über die anderen Steuerarten haben wir noch gar nicht gesprochen. Ein paar Tausend im Jahr, das ist schon völlig ausreichend, damit die Politiker Schweißausbrüche bekommen. Und das sehen wir ja auch im Grunde genommen an den gesetzlichen Maßnahmen, Verschärfungen der letzten Jahre, die das Auswandern immer schwieriger machen. Die deutsche Wegzugsteuer wurde in den letzten 5 Jahren zweimal ziemlich verschärft. Zuletzt dieses Jahr, Anfang 2025. Wenn du jetzt Deutschland verlässt und in ein ETF mehr als 500.000 Euro einbezahlt hast, dann musst du jetzt Wegzugsteuer darauf bezahlen. Vor ein paar Jahren wurde die Wegzugsteuer dahingehend verschärft, dass man auch bei einem Wegzug in die EU nun Wegzugsteuer bezahlen muss. Die Grünen haben schon vor der letzten Bundestagswahl ganz offen gefordert, dass man die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft einführt. Die EU prüft Pläne zu einer Vermögensteuer. Als Brasilien den Vorsitz hatte der G20, hat man einen Vorschlag unterbreitet des verrückten französischen Professors Zuckmann, wo es um die Einführung einer Reichensteuer ging. Da hat man ganz klar festgestellt, wie mobil eigentlich die Wohlhabenden und die Reichen sind und dass man hier Mittel und Wege finden muss, um diese Mobilität zu beschränken bzw. sie trotzdem zu besteuern. Auf EU-Ebene gab es außerdem die Anti-Tax Avoidance Directive in den letzten Jahren, also die Anti-Steuervermeidungsrichtlinie. Da ging es um genau die gleichen Themen. Dort wurde eine Entstrickungsbesteuerung oder eine Exit-Tax, wie man das so auf Englisch sagt, EU-weit eingeführt. Also ich glaube, die Politiker, denen ja wahrscheinlich noch genauere Statistiken vorliegen als uns, haben die Bedrohung genau erkannt. Sicherlich, es mag keinen Massenexodus geben, sicherlich nicht Hunderttausende, vielleicht auch nicht Zehntausende der Wohlhabenden werden Deutschland verlassen. Vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt die Millionäre. Aber die Millionäre sind ja auch nicht die, die jetzt hier besonders viele Steuern zahlen. Zumindest nicht automatisch. Wie gesagt, die meisten Millionäre, die ich kenne, leben ein relativ bescheidenes Leben. Ich glaube nicht, dass sie sich pro Jahr ein Einkommen von 200.000 Euro gönnen. Jene, die jetzt zum Beispiel Kapitalvermögen haben und von ihrem Depot leben. Und das heißt, Ingo, das Video, das du geteilt hast, das schließt ja
dann auch mit der Conclusio, dass das alles nicht so schlimm ist. Die Wohlhabenden würden ja Deutschland nicht in Massen verlassen. Ich bin da leicht anderer Meinung, aber das liegt natürlich auch daran, weil ich tagtäglich mit Mandanten spreche, die Deutschland verlassen wollen. Ich kann einen ungebrochenen Trend der Leistungsträger, der Wohlhabenden, der Gutverdiener sehen, die Deutschland verlassen. Und meiner Meinung nach, wenn man sich das volkswirtschaftlich anschaut, dann ist das für den deutschen Staat auf jeden Fall ein Riesenproblem. Denn wie gesagt, ganz oben wird die Steuerpyramide ziemlich dünn. Es geht dann nur noch um weniger als 500.000 Menschen, die einen sehr großen Teil der deutschen Einkommensteuer schultern. Und wenn da ein paar tausend wegziehen, dann hat das meiner Meinung nach dramatische Folgen. Vor allen Dingen, wenn man diese Entwicklung über mehrere Jahre betrachtet. Da gehen Millionen und Milliarden an Einkommensteuergeldern verloren. Und das bereitet dem Staat mit Sicherheit ein großes Kopfzerbrechen. Das haben die Verschärfungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren ganz klar gezeigt. Vor kurzem hatten wir ein Seminar, wo es um das Thema Auswandern in die Schweiz geht. Dort gibt es die sogenannte überdachende Besteuerung. Du hast ja gesehen, die Schweiz ist das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Die überdachende Besteuerung ist eine Sonderregelung im deutsch-schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen und sichert Deutschland noch weitreichende Besteuerungsrechte in den ersten 5 Jahren nach dem Wegzug zu. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der deutsche Staat im Grunde alles tut, um den Wegzug steuerlich unattraktiv zu machen. Also, Ingo, damit wären wir am Ende angelangt. Nochmals vielen Dank für die Zusendung des tollen Videos. Und wenn auch ihr einen Vorschlag habt für ein Thema, das wir hier besprechen sollen, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Ich freue mich sehr auf deine Zuschriften. Wir schauen uns alle Zuschriften an und wer weiß, vielleicht werden wir dann dein Wunschthema in einem der nächsten Videos behandeln. Wenn dich diese Themen auch nachdenklich gestimmt haben, wenn du jetzt ebenfalls sagst, naja, an dem Auswandern muss ja was dran sein, ich muss es auch machen, ich muss es auch angehen, dann würde ich mich freuen, dich auf einem unserer Events und Seminare kennenzulernen oder aber natürlich auch mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link zu beidem hier in der Beschreibung dieses Videos. Auswanderung, Vermögensoptimierung im Ausland, Steueroptimierung und der Aufbau eines Plan Bs. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.